Herzlich willkommen im MBT-Studio mit Themen rund um den europäischen Binnenmarkt für Maschinen. Ihr Vortragender in diesem Video ist Björn Ostermann. Dies ist der zweite Teil der Serie Einführung in den europäischen Binnenmarkt. In diesem Teil gucken wir uns an, aus welchen Ländern der europäische Wirtschaftsraum, der EWR, besteht, wie das Inverkehrbringen von Produkten im Binnenmarkt des EWR funktioniert und welche Rolle EU-Richtlinien und EU-Verordnungen dabei spielen. Legen wir also los, der europäische Binnenmarkt. Ein Teil des europäischen Binnenmarkts sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das sind derzeit 27. Hinzu kommen fast alle EFTA-Staaten, hier unten in hellblau. Und es kommen noch 3 weitere Staaten dort unten hinzu, mit denen besondere Abkommen getroffen sind. Derzeit ist das Vereinigte Königreich, das bis Ende 2020 noch alle Inverkehrbringensvorschriften der Europäischen Union in seinen Grenzen umgesetzt hat. Die Türkei als Mitgliedskandidat hat auch die Vorschriften zum Inverkehrbringen von Produkten in türkisches Gesetz überführt. Und zuletzt die Schweiz, die besondere Abkommen mit der Europäischen Union getroffen hat. Sie hat ebenfalls die Vorschriften zum Inverkehrbringen von Produkten im Schweizer Recht übernommen. Das heißt, wenn wir über EU-Richtlinien und EU-Verordnungen zum Inverkehrbringen von Produkten sprechen, sprechen wir über europäische Rechtsvorschriften, die in diesen Staaten gelten. Warum benötigen wir eigentlich den europäischen Binnenmarkt? Der europäische Binnenmarkt erlaubt uns in den gezeigten Staaten einen freien Warenverkehr mit Produkten, die diesen überall einheitlichen Regelungen entsprechen. Produkte, die überall als sicher angesehen werden. Wir wollen unsere Produkte in einer einheitlichen Version in ganz Europa auf den Markt bringen, ohne das spezielle Recht eines anderen Staats kennen zu müssen. Gleichzeitig möchten wir Produkte in ganz Europa einkaufen und dann nach unserem Standard beurteilen können. Für beides ist es wichtig, dass es einen gemeinsamen Standard gibt, was die Sicherheit der Produkte anbelangt. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die formellen Anforderungen bekannt sind, um nicht an der Grenze eine unliebsame Überraschung zu erleben. Wie sieht dieser Sicherheitsstandard aus? Zuerst haben wir harmonisierte Produktanforderungen in den EU-Rechtsvorschriften. Harmonisiert bedeutet in ganz Europa gleich. Dann haben wir harmonisierte Normen, die die sicherheitstechnischen Produktanforderungen konkretisieren. Normen sind dabei freiwillig anzuwenden. Aber diese Normen bilden ein Mindestniveau an Sicherheit, das der Hersteller letztendlich nicht unterschreiten darf. Und die Einhaltung dieser Regeln wird überwacht von der Marktüberwachung. Wie die Marktüberwachung in Europa geregelt ist, erfahren Sie in Teil 5 dieser Videoreihe. Die Produktanforderungen sind in Europa in EU-Richtlinien
und in EU-Verordnungen festgelegt. Das heißt, in diesen werden die formalen Anforderungen und die Sicherheitsanforderungen an ein Produkt festgelegt. Diese Richtlinien und Verordnungen sehen wir uns gleich noch etwas genauer an. Seit 2008 gibt es einen gemeinsamen EU-Rechtsrahmen für diese Binnenmarktvorschriften, der eine Blaupause für diese Vorschriften liefert. Hier ist festgelegt, wie solche Vorschriften zu gestalten sind, damit die Richtlinien und Verordnungen alle dem gleichen Muster folgen. Richtlinien und Verordnungen, die vor 2008 verabschiedet wurden, entsprechen diesem Rechtsrahmen nur teilweise. Die aktuelle Maschinenrichtlinie stammt aus dem Jahre 2006. Das heißt, sie folgt diesem Rechtsrahmen noch nicht vollständig. Das soll sich aber ändern mit der Änderung der Maschinenrichtlinie, die ca. 2023 veröffentlicht wird. Bevor wir über die EU-Richtlinien zum Inverkehrbringen sprechen, lassen Sie uns einen Blick auf relevante EU-Verordnungen werfen. EU-Verordnungen entfalten im Gegensatz zu EU-Richtlinien eine unmittelbare Wirkung. Unmittelbare Wirkung heißt, ein Mitgliedstaat muss eine Verordnung nicht erst in eigenes Recht umwandeln. Eine europäische Verordnung gilt direkt für den Bürger, genau wie ein Gesetz des Mitgliedstaates. Der Mitgliedstaat muss dazu bis zu einem Stichtag seine eigenen Gesetze anpassen, sodass sie der Verordnung nicht widersprechen. Im Bereich des Maschinenbaus gilt aktuell noch die Verordnung zur Akkreditierung und Marktüberwachung aus dem Jahre 2008. Der Teil zur Marktüberwachung wurde allerdings in 2019 aktualisiert. Diese neue Verordnung tritt 2021 in Kraft. Ebenfalls aus dem Jahre 2008 stammt die aktuelle Verordnung zur Klärung der Verfahren im Bereich der gegenseitigen Anerkennung von Produkten, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden. Denn auch Produkte, die nicht unter eine oder mehrere spezielle Richtlinien fallen, können in Europa frei über die Grenzen gehandelt werden, solange sie in einem Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden. Neben diesen Verordnungen gibt es noch einige mehr, die für Maschinen relevant sein können. Unter anderem haben Maschinen zum Beispiel häufig Schnittstellen mit Bauprodukten, für die die Bauprodukteverordnung gilt. Neben den EU-Verordnungen werden auch EU-Richtlinien erlassen. Hier haben wir Ihnen einige Richtlinien gelistet, die für das Inverkehrbringen von Maschinen relevant sind. Neben der Maschinenrichtlinie, mit der wir uns hauptsächlich beschäftigen, sind im Maschinenbau noch viele andere Richtlinien relevant. Für bestimmte Komponenten gilt die Niederspannungsrichtlinie. Die EMV-Richtlinie ist immer dann zu betrachten, wenn wir es mit Strom zu tun haben. Und die Richtlinien für Druckgeräte und Druckbehälter können im Druckbereich relevant sein. Auf unserer Webseite maschinenrichtlinie.de finden Sie eine große Übersicht mit allen relevanten Richtlinien und kurzen Erläuterungen dazu. Zusätzlich bieten wir Ihnen unter www.ce-tools.de auch einen EU-Vorschriften-Anwendungslotsen an.
Dieser hilft Ihnen, die für Sie relevanten Richtlinien zu finden. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Bei den EU-Verordnungen habe ich Ihnen deren unmittelbare Wirkung erläutert. EU-Richtlinien haben dagegen nur mittelbare Wirkung. Was heißt mittelbare Wirkung? Mittelbare Wirkung heißt, dass die Richtlinien in Brüssel geschrieben werden und die Mitgliedstaaten diese Richtlinien dann in eigenes nationales Gesetz umsetzen müssen. Eine europäische Produktrichtlinie richtet sich insofern nicht an den Hersteller, sondern eine Produktrichtlinie richtet sich an den Mitgliedstaat. Der Hersteller ist an das jeweilige nationale Recht gebunden. Bei Inverkehrbringensvorschriften haben die Mitgliedstaaten keinen Spielraum. Sie müssen diese 1:1 umsetzen. Es existieren also inhaltlich keine Unterschiede zwischen der Maschinenrichtlinie und deren Umsetzung im deutschen Produktsicherheitsgesetz und der dazugehörigen Maschinenverordnung, der 9. Produktsicherheitsverordnung. Wir können deshalb europaweit über die Maschinenrichtlinie sprechen und müssen uns nicht die nationalen Umsetzungen ansehen. Es ist schon alleine deswegen von Vorteil, weil die europäischen Richtlinien in allen europäischen Sprachen übersetzt sind. Viele der europäischen Produktrichtlinien sind in Deutschland als Verordnung unter dem Produktsicherheitsgesetz umgesetzt. Kann ein Produkt auch unter mehrere Richtlinien fallen? Schauen wir uns hierzu ein konkretes Beispiel an. Hier sehen Sie eine Papierherstellungsanlage. Diese Anlage besteht aus so vielen Komponenten und Einzelteilen, dass Sie für viele Teile unterschiedliche Richtlinien betrachten müssen. Für die komplette Anlage gilt danach ebenfalls eine Vielzahl von Richtlinien. Die Maschinenrichtlinie hält aufgrund einer besonderen Bestimmung einen Großteil der Einzelrichtlinien zusammen. Am Ende muss der Hersteller an dieser Anlage ein CE-Zeichen anbringen. Aber was heißt das überhaupt, CE-Zeichen? Mit dem CE-Zeichen gibt der Hersteller an, dass er alle Richtlinien eingehalten hat, die solch eine Kennzeichnung verlangen. Und das kann, je nach Produkt, ein großer Blumenstrauß an Richtlinien sein. Dies sehen Sie dem CE-Zeichen nicht an. Darüber gibt erst die EG bzw. EU-Konformitätserklärung des Produktes Auskunft. Die feinen Unterschiede können Sie auf unserer Webseite nachlesen, die wir Ihnen in der Videobeschreibung verlinkt haben. Oder Sie kommen zu uns ins Seminar Maschinenrichtlinie. Im nächsten Vortrag erläutern wir Ihnen den neuen europäischen Rechtsrahmen. Auf diesem Rechtsrahmen wird auch die EU-Maschinenverordnung basieren, die gerade erarbeitet wird. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Um direkt informiert zu werden, wenn wir ein neues Video hochladen, abonnieren Sie unseren Kanal. Natürlich weisen wir auch in unseren MBT-Informationen regelmäßig auf neue Videos hin. Um das nächste Video der Reihe zu sehen, klicken Sie einfach hier unten
auf das nächste Video oder dort oben auf die Playlist mit allen Videos der Reihe. Bis dahin.